Deutschland war mal weltweit führend, was die Herstellung von Regenschirmen anbelangt. Bei uns ist die glückliche Situation so, dass wir ein Fundament haben seit über 100 Jahren, Materialien haben, Maschinen haben, die es heute gar nicht mehr gibt. Und es wird auch immer schwieriger, die Materialien zu bekommen, die wir gerne hätten, um einen wertvollen Schirm zu bauen. Wir lieben es, wenn wir außergewöhnliche Schirme machen können. So Einzelanfertigungen, das ist für uns auch immer eine Herausforderung. Oder fürs Theater, solche Dinge. Und dann gibt es diese Billigimporte aus China. Da sind minderwertige Hölzer, die geringe Qualität haben und sehr leicht zerbrechlich sind. Da braucht man nicht viel zu sagen. Und hier ist jetzt unser Buchenholzstock. Den könnte ich jetzt so mit aller Kraft versuchen zu zerbrechen. Das würde ich gar nicht hinbekommen. Eine der letzten Manufakturen für Schirme in Deutschland liegt in Essen und in Herne. Eine Dachwohnung in Herne dient dem Schirmmacher Willi Schüffler als Werkstatt. Ich habe hier einen Regenschirmstoff, den ich millimetergenau zuschneiden muss. Das ist besonders wichtig bei einem Schirm, damit die Spannung des Daches nachher richtig ist. Denn wenn ein Schirmstoff zu breit geschnitten ist, dann flattert der Schirm. Wenn er nur wenige Millimeter zu kurz geschnitten ist, wird er so stramm, dass er nicht mehr aufgespannt werden kann. Wenn er den Stoff faltet, müssen die gelben Streifen immer genau übereinander liegen. Ich schneide diesen Stoff hier so zu, dass er mustersymmetrisch aufgespannt wird. Das ist nachher ein besonders schönes Bild, wenn das Dach zu sehen ist und das Muster immer genau an der gleichen Stelle ist. Anschließend nimmt er Maß mit einer Schablone, dreieckig wie die Felder des Schirms. Dann schneidet er mit einer elektrischen Schere 10 Stofflagen auf einmal. Es entstehen 10 sogenannte Keile. Beste Stoffqualität. Die kostet was. 15 € fallen allein für den Polyesterstoff eines Schirms an. Das Schirmdach misst später einmal 105 cm. Aber es geht noch größer, viel größer. Es gibt sogenannte Gästeschirme, Golfschirme, die schon 130 cm haben, oder Riesenschirme, wie zum Beispiel hier unser Sondermodell, das wir scherzhafterweise Angela Merkel nennen, weil es so ein Riesendach hat, dass es zu Repräsentationszwecken Verwendung finden kann, und auch weil Angela Merkel mal einen solchen Schirm gehabt hat und da bestens mit beschirmt worden ist. Der ist von uns geliefert worden und deshalb haben wir ja noch so benannt. Anschließend noch die Stoffkontrolle. Die Schirmstoffe werden hier durchleuchtet und auf Webfehler kontrolliert. Es kommt schon mal in der Weberei vor, durch eine Fadenverdickung, dass der Stoff einen Fehler hat, und der wird dann bei uns auch nicht mehr verarbeitet, den nehmen wir raus, und da wird dann ein Ersatzfeld eingenäht, das einwandfrei ist.
Dann muss er entscheiden, welchen Griff der Schirm haben soll. Die Auswahl ist groß. Ich habe hier einen besonders wertvollen Regenschirmgriff. Das ist ein echter Perlbambusgriff. Für den klassischen Gentleman-Schirm ein Markenzeichen. Und der echte Perlbambus kommt aus Manila. Es ist eine besondere Kunst, Bambus so zu biegen, dass ein Regenschirmgriff entsteht. Und das kann in der heutigen Zeit nach meiner Kenntnis überhaupt nur noch ein einziger, der diese Art liefert. Und hier habe ich einmal eine Besonderheit, das ist ein Ginster. Der Griff ist bildschön, ist sehr schlank gearbeitet, hat auch etwas Überlänge, für einen größeren Schirm optimal geeignet. Ein Liebhaberstück aus Kroatien. Besonders schön aus heimischem Holz ist der echte wertvolle Ahorngriff mit natürlicher Maserung. Jeder Griff hat eine andere Maserung und Oberfläche. Und das ist das Schöne an Hölzern, dass sie nie so ganz gleichmäßig sind. Auch Unebenheiten in der Oberfläche sind bei natürlichen Materialien eigentlich die Auszeichnung der natürlichen Schönheit. Unsere Schirmmacher-Innung ist ja mal aus der Drechsler-Innung entstanden. Also wir mögen besonders dieses holzverarbeitende Handwerk und auch das Material, das für Regenschirme optimal ist und auch eine Liebhaberei ist. Für den Schirm, den er heute baut, wählt er einen Derby-Griff aus Buche. Die Maschine ist eigentlich ein Museumsstück, aber sie ist noch tagtäglich bei uns im Gebrauch und für uns ein ganz wichtiges Werkzeug bei der Herstellung von Regenschirmen. Es ist erforderlich, hier sehr sorgfältig zu arbeiten, millimetergenau. Der Griff muss nachher exakt und gerade auf dem Buchenholzstock, den ich hier habe, der eine sehr hohe Stabilität hat, sogar stützfest ist, damit der Schirm nachher optimale Festigkeit und Stabilität hat. Nachdem er das Loch im Griff geweitet hat, fräst er den Stock am unteren Ende an. Fast 100 Jahre hat die Schirmmachermaschine auf dem Buckel. Mit ihr kann er sämtliche Holzarbeiten ausführen: Fräsen, bohren, schleifen und sägen. Die Geschicklichkeit und Erfahrung des Schirmmachers kann die Maschine aber nicht ersetzen. Das ist Augenmaß. Da muss ich sehr sorgfältig darauf achten, dass dieser Zapfen auch ordnungsgemäß gefräst wird. Kurze Kontrolle, ob Stock und Schirm passen. Verleimen wird er sie später. Dann spannt er den Stock ins andere Ende der Maschine ein und sägt 2 Schlitze. Einen knapp oberhalb des Griffes, den anderen eine Handbreit unterhalb der Spitze. Die Schlitze sind für 2 Metallfedern, ohne die der Schirm nicht funktionieren würde. Zum Schluss drückt er einen Dorn in die Enden der Schlitze und schafft so noch eine Vertiefung. Dann schlägt er die beiden Federn in den Stock hinein. Deren Spitzen sitzen dort, wo der Dorn zuvor die Vertiefungen ins Holz gepresst hat. Man spürt schon beim Einschlagen der Federn, dass das ein sehr, sehr hartes Holz ist, wo die Federn eine optimale Verankerung haben. Diese Federn sind nachher zuständig zum Öffnen und zum Schließen des Schirms. An der oberen Kronenfeder liegt der Schieber auf und an der unteren Feder hat der Schieber eine Einrastung, die mit einer Taste ausgelöst wird. Gibt es aber auch ohne Taste, dass man einfach nur direkt auf den Schieber drückt. Und so haben die Schirme eine optimale Haltung.
Derby-Griff und Stock verleimen. Und dann wird der Griff durch Drehen, wird das dann verteilt. Das ist nachher, der Holzleim ist transparent, wenn der ausgehärtet ist. Den sieht man nicht mehr. Als nächstes müssen sie die dreieckigen Keile zusammennähen, zum Schirmdach. Das macht Willi Schüfflers Mitarbeiterin Jennifer Kossuch. Bei dem Stoff wollen wir, dass der Glanz innen liegt, hinterher, wenn der Schirm fertig ist. Und da muss auch darauf geachtet werden, dass die richtigen Seiten beim Nähen übereinander liegen. Ganz wichtig ist, dass man auch die Spannung hält, dass man achtet, dass das Muster übereinander ist. Weil wenn das Muster sich jetzt auch zum Beispiel verschieben würde, wenn der obere Stoff oder der untere Stoff nicht gleichmäßig mit der Spannung ist, dadurch würde sich alles verschieben, würde oben in der Krone nicht mehr passen und dann würde der Schirm hinter nicht mehr sitzen. So, jetzt würde ich die letzte Bahn, erstmal zähle ich einmal alle durch, damit ich auch weiß, dass ich alle Bahnen habe. Das sieht gut aus. Jetzt würde ich die letzte Bahn an die erste Bahn nähen und dann dadurch wird dann der Kreis entstehen, das Schirmdach. Die aufwendige Verarbeitung und die Materialien, die sie verwenden, unterscheiden sich erheblich von Billig-Importschirmen. Die Nähgarne, mit denen sie arbeiten, sind reißfester, die Kunststoffteile, die sie einbauen, langlebiger. Seit über 100 Jahren stellt die Firma Schüffler Schirme her. Früher hatten sie im Essener Zentrum auch ein stattliches Geschäft, damals, als ein Schirm noch was wert war. Die Firma Schirm Schüffler ist 1920 in Essen gegründet worden, von meiner Großmutter und meinem Vater gemeinsam. Meine Großmutter hatte einen Kohlenhandel, damals noch mit Pferdefuhrwerken. Das war damals noch nicht die Zeit der Autos. Und ich weiß es bis heute nicht ganz genau, wie sie auf die Idee gekommen ist, ein Schirmgeschäft zu eröffnen, denn sie hatte eigentlich gar keine Erfahrung in dem Beruf. Aber Schirme waren zu der Zeit noch ein Statussymbol. Wir haben damals im ursprünglichen Geschäft noch Schirme gehabt mit Schirmgriffen aus Elfenbein, aus echtem Silber, mit Goldbeschlägen, ja sogar mit Edelsteinbeschlägen. Also richtige Kostbarkeiten. Krieg und Währungsreform hatten sie überlebt und es ging lange weiter bergauf. Wir hatten unser Geschäft vom Anfang an nach der Währungsreform vom ersten Tag an geöffnet und es hat Kunden gegeben, die mit dem ersten Währungsgeld einen Regenschirm gekauft hatten, weil der Schutz der Kleidung von großer Bedeutung war und das war besonders mit einem Schirm möglich. Doch auch die deutsche Schirmindustrie wurde spätestens in den 90er Jahren ein Opfer der Globalisierung. Und das hat sich in der heutigen Zeit doch deutlich verändert. Heute sind die meisten Schirme, die angeboten werden, Billigschirme und sogar Wegwerfprodukte. Die in Fernost zwar auch meist von Hand gefertigt werden, aber in Akkordarbeit zu schlechten Arbeitsbedingungen. In Herne produzieren sie nur 2200 Schirme im Jahr. Dazu kommen zahlreiche Reparaturen von Schirmen aller Fabrikate. Gucken wir uns den Schirm einmal an. Alle Stangen wieder in Ordnung. Ja, schön. Und bei dem anderen hatten wir eine Spitze, die befestigt werden musste und er wurde nochmal gerichtet, die Stangen. Ja, sieht auch gut aus. Ja. Mhm. Wir haben häufig Reparaturen an Importschirmen, die geringe Qualität haben, aber die aufgrund von Designernamen trotzdem sehr viel Geld kosten. Genau. Haben Sie einen Farbwunsch?
Die Schirme sind qualitativ manchmal gar nicht so dem Preis entsprechend. Die einzige Chance, um als Schirmproduzent in Deutschland überleben zu können, ist Qualität. Sehr schöne Farbe, ein schöner Rotton. Darf es der sein? Ja, den hätten wir gern. Gerne. Wenn mal was sein sollte, einfach vorbeikommen. Kommen wir wieder vorbei. Preislich fangen ihre Schirme bei 50 € an. Sehr gute gibt es ab 75 €. Aber es kann deutlich teurer werden, wenn sie edle Materialien verarbeiten. Dafür bieten sie auf alle Schirme 10 Jahre Garantie. Ich nehme jetzt hier ein Bindedraht und fädele die Stangen auf dem Bindedraht auf. Die Stangen, mit denen er nun das Schirmgestänge zusammenbaut, können aus Metall sein oder, wie hier, sogar aus Carbon. Altes Handwerk trifft auf Hightech-Materialien. Bei Billigimportschirmen sind die Stangen meist aus minderwertigem Metall und können bei Wind schnell verbiegen. Wozu macht man das? Damit die Stangen nachher auch beweglich aufgehängt werden. Sie müssen sich ja drehen und sie drehen sich in diesen Scharnieren auf dem Draht, so wie ich es hier eingefädelt habe. Ich habe jetzt hier 10 Stangen, es gibt aber auch 8 Stangen, 6 Stangen, 12 Stangen, also je nachdem. 10 Stangen sind aber immer eine besonders gute Qualität. Also das ist ein Qualitätsmerkmal besonders guter Schirme. Ich habe jetzt hier die Krone und da fädele ich jetzt hier die Stangen ein. Das hier ist übrigens eine Schirmmacherzange, die sich besonders gut eignet, um diesen Bindedraht zu fixieren. Und die nehme ich jetzt zum Abkneifen der Drahtreste. Und dann wird der Draht hier nochmal umgebogen. So gelegt, dass man sich nicht verletzen kann. Der nächste Schritt ist jetzt der Schieber. Ja, das ist ein bisschen Fummelarbeit. Der wird genauso auf ähnliche Art und Weise eingebunden. Das muss auch sehr präzise gemacht werden. Die Bindestellen müssen genau an der gleichen Stelle liegen wie an der Krone. Sonst würde der verdreht sein, der Schieber, und nicht optimal einrasten können. So, genauso wird dieser Schieber jetzt mit der Schirmmacherzange eingebunden. Und jetzt ist das Gehänge des Schirms fertig und funktioniert so. Danach befestigt er das Schirmgestänge auf dem Stock.
Und jetzt werden zunächst 2 Ohrringe angebracht Die aus Gummi sind. und müssen mit aller Kraft aufgedrückt werden. Jetzt kommt hier noch zur besseren Fixierung der Krone auch ein klein wenig Weißleim. Da bohre ich erstmal so ein ganz kleines Stückchen vor. Schirme gibt es schon seit 4000 Jahren. Also es gibt Aufzeichnungen aus Persien zum Beispiel, 800 vor Christus, Schirmabbildungen, die schon genauso aussehen mit den Stangen und den Verstrebungen, wie heute ein Regenschirm aussieht. Also da hat sich in der Dachform der Schirme gar nicht viel verändert. Man spricht sogar davon, dass vor 6000 Jahren schon mal fächerähnliche Konstruktionen Schirmfunktionen hatten. Aber der Schirm, so wie er heute ist, 4000 Jahre alt aus China. Schirme durften von der arbeitenden Bevölkerung nicht getragen werden. Sie waren den Königen und Fürsten vorbehalten und deshalb in früheren Zeiten auch sehr, sehr wertvoll ausgestattet. Man hat Elfenbein, Gold, Silberbeschläge, sogar Edelsteine für die Herstellung von Regenschirmen und Sonnenschirmen gebraucht. Diese Arrêtstifte, die muss jeder Schirm haben, damit der Schieber nicht bis zur Krone oben durchgeschoben werden kann, sondern Halt findet oberhalb der Feder. Das hält hier auch die Arretierung, die ist bombenfest und lässt sich auch leicht handhaben. Diese Ohrringe muss ich jetzt ganz eng gegen die Krone pressen noch, damit die Stangen auseinandergespreizt werden und der Schirm sich leichter öffnen lässt. Die Stangen liegen also hier an den Ohrringen an und dadurch geht das Gestell im Grunde jetzt ganz leicht ohne Kraftaufwand auf. Ne? Nebenan näht Jennifer Kossuch die Schirmspitzen auf. Also ich muss jetzt immer darauf achten, dass die Ecke vernünftig sitzt, dass ich das Spitzchen reinsetze. Ich muss es immer festhalten, muss es mehrmals vernähen und ganz wichtig ist auch der Knoten, dass sich die Naht nicht wieder löst. Ja, das ist ganz wichtig. Ohne die Spitzen würde der Schirm halt nicht auf den Stangen sitzen. 10 solcher Spitzen muss sie annähen. Ich bin seit ca. 21 Jahren beim Herrn Schüffler im Betrieb. Ich bin eigentlich gelernte Damenschneiderin und bin eigentlich ganz zufällig in diesen Beruf reingerutscht und bin seitdem geblieben, weil es unheimlich viel Spaß macht. Die Zukunftsperspektiven sind nach wie vor in Deutschland nicht sehr gut. Wenn Sie mich jetzt fragen, ob ich einem jungen Menschen empfehlen würde, das Schirmmacherhandwerk zu erlernen, würde ich sagen, nein. Er wird Schiffbruch erleiden damit, weil er nicht genug Geld damit verdienen kann. Bei uns ist die glückliche Situation so, dass wir ein Fundament haben seit über 100 Jahren, Materialien haben, Maschinen haben, die es heute gar nicht mehr gibt. Meine Zukunft sehe ich schon so hier, dass ich das Geschäft doch irgendwann auch übernehmen möchte, wenn der Herr Schüffler es nicht mehr weiterführen will.
Und das ist eigentlich so mein Plan auch für die Zukunft. Das Schirmdach ist fast fertig. Jetzt geht es weiter mit der Kronenstanzmaschine. Die stammt noch aus den 50er Jahren. Damit setzt Jennifer Kossuch in der Mitte des Schirmdachs 2 Kronenringe ein. Der eine sitzt unter dem Stoff, der andere darüber. Der untere ist glatt, der obere hat Zacken. Wenn man gut beschirmt ist, ist man auch gut beschützt. Der Schirm schont die Kleidung, er gehört zur Standardausrüstung dazu. Zum Beispiel der englische Gentleman trägt einen Regenschirm. Das ist ein Teil der Garderobe. Die Schirme wurden nur von gut betuchten Menschen gekauft. Also auch da waren die einfachen Arbeiter noch immer dem Wetter ausgesetzt. Das ist erst eine Erscheinung der jüngsten Jahre. Seitdem kommen Schirme aus Fernost. Sie werden dort billig produziert, sind auch Wegwerfprodukte geworden. In Deutschland werden jedes Jahr 26 Millionen Schirme weggeworfen. Um das Schirmdach stabil auf dem Gestell zu befestigen, vernäht Jennifer Kossuch noch die Stangen mit dem Dach. Sie nennen das Anheften. Bei Billigschirmen aus Fernost wird dieses Anheften oft nur mit einem einfachen Knoten gemacht, weshalb sich der Stoff nach kurzer Zeit von den Stangen lösen kann. Hier vernähen sie Stangen und Schirmdach aufwendig miteinander. Was noch fehlt, ist die Platte. Die ist nicht etwa platt, sondern rund, eher ein Rohr. Sie sitzt oben, fast an der Spitze des Schirms, dort, wo der Stoff endet, und ist aus Stahl. Mit der Plattenstanzmaschine drückt er die Platte fest an den Stock. Den fertigen Schirm wird er jetzt noch dämpfen, über Wasserdampf, damit die Falten rausgehen. Gerade auch an den Ecken hier spannt er sich dann nachher, wenn er trocknet, immer mehr und wird immer glatter, immer besser. Es ist ein besonders schöner Schirm geworden. Der Schirm hat ein extra großes Dach, er hat 10 Speichen. Und was außergewöhnlich ist, ist der mustersymmetrische Zuschnitt, dass das Muster von einem Feld zum anderen immer genau an der gleichen Stelle liegt. Das Gestell ist extrem stabil gegen Sturm und der Holzstock ist wertvoll, der Griff ist wunderschön. Ein sehr gut verkäuflicher Schirm, der sehr schnell einen Freund finden wird. Und mit der richtigen Pflege wird er noch Generationen gut beschirmen. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.